Der bekannte russische Mathematiker Wladimir Arnold hat mal gesagt, dass Leibniz leider herausgefunden hat, wie man Menschen beibringen kann, die Analysis zu verwenden, ohne sie zu verstehen. Unglücklicherweise ist das auch häufig die Art und Weise, wie Analysis an Schulen und Hochschulen gelehrt wird. Hauptsächlich meint Arnold mit seiner Klage das Ableiten, und ich sage auch gern mal in meinen Vorlesungen, dass das eine rein mechanische Tätigkeit ist, die so einfach ist, dass auch der dümmste Computer sie ausführen kann. In diesem Video will ich nun belegen, dass das wirklich stimmt. Ich werde zeigen, wie man mit sehr geringem Aufwand ein Programm schreibt, das beliebige Funktionen differenzieren kann. Gleichzeitig werde ich ein bisschen über die Programmiersprache Lisp erzählen, die sich für solche Zwecke besonders gut eignet und die nach meiner Meinung ohnehin jeder, der mal ein wirklich guter Programmierer werden will, kennen sollte. An englischsprachigen Schulen wird die Differential- und Integralrechnung im Allgemeinen Calculus genannt, was auf Deutsch Kalkül heißt. Damit meint man in der Wissenschaft ein formales Regelwerk. Das Ziel des Videos ist, Sie davon zu überzeugen, dass man beim Differenzieren tatsächlich nur einigen wenigen formalen Regeln folgt und dabei weder nachdenken noch rechnen muss. Rein programmiertechnisch handelt es sich um Musterabgleich, den man im Englischen auch Pattern Matching nennt. Einschränkend muss man allerdings sagen, dass diese Aussage nur für die sogenannten elementaren Funktionen gilt. Was genau damit gemeint ist, habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, siehe Fußnote. An dieser Stelle sei als Erklärung lediglich gesagt, dass Sie es, wenn Sie nicht gerade Mathematik studieren, wahrscheinlich nie mit anderen Funktionen zu tun haben werden. Um nun zu begründen, was genau wir machen wollen und wie Lisp ins Spiel kommt, muss ich historisch ein bisschen ausholen. Bis zum Ende der 50er Jahre hat man Computer, daher auch der Name, ausschließlich zum Rechnen eingesetzt. Wie ich in anderen Videos schon erklärte, fällt das in den Bereich der sogenannten numerischen Mathematik. Anfangs hat man in Assembler, also sozusagen der Muttersprache der Computer, programmiert. Ab 1957 wurde dann die bei IBM entwickelte Sprache Fortran das dominante Werkzeug für solche Zwecke. Hier zur Illustration ein altes Fortran-Programm zur Berechnung der Fläche eines Dreiecks sowie eine Lochkarte, die jeweils eine Zeile eines solchen Programms fassen konnte. Wenn Sie moderne Programmiersprachen gewohnt sind, mag Ihnen das sehr umständlich und hässlich vorkommen. Aber im Vergleich zu dem, was es vorher gab, war das ein Riesenfortschritt. Heute soll es aber nicht um numerische, sondern um symbolische Mathematik gehen. Inzwischen, weit über 60 Jahre nach der Entwicklung von Fortran, kann ein modernes Computeralgebrasystem wie Mathematica ohne Probleme die Ableitung beliebig komplizierter Funktionen ausrechnen. Und sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe sehen mehr oder weniger so aus, wie Mathematiker das auch an die Tafel schreiben würden. 1958 war das aber noch Zukunftsmusik und Computer waren wie gesagt reine Zahlenknechte. Der Amerikaner John McCarthy, von dem übrigens auch der Begriff künstliche Intelligenz stammt, stellte sich damals genau die Frage, um die es auch in diesem Video geht: Wie kann man Computern das Ableiten beibringen? Aus seinen Ideen dazu wurde das erste der inzwischen legendär gewordenen AI-Memos des Artificial Intelligence Lab am MIT. McCarthy beschreibt darin eine algebraische Sprache, mit der man symbolische Ausdrücke manipulieren kann. Das war der Grundstein für die kurz danach von ihm entwickelte Programmiersprache Lisp, und das wollen wir uns nun etwas genauer anschauen. Was passiert, wenn ein Compiler den Quelltext eines Programms liest und ihn übersetzt? Schauen wir uns dafür mal einen ganz einfachen Ausschnitt eines Programms an, in dem lediglich a plus 7x berechnet werden soll. Unabhängig von der jeweiligen Programmiersprache wird so ziemlich jeder Compiler oder auch Interpreter den eingetippten Quelltext in einen sogenannten Syntaxbaum übersetzen. Der Sinn dieser Syntaxbäume ist, dass sie die logische Struktur des Programms besser abbilden als der Quelltext und es dem Compiler leichter machen, Maschinencode zu erzeugen, das Programm also in die Muttersprache des Rechners zu übersetzen. Wenn man unseren Beispielbaum von unten nach oben liest, dann sieht man, in welcher Reihenfolge was zu tun ist. Insbesondere sieht man hier auch, dass beim Erzeugen des Baums die Regel Punkt vor Strichrechnung beachtet wurde. Das Produkt 7 mal x wird erst berechnet und das Ergebnis wird dann weiterverarbeitet. Syntaxbäume müssen natürlich irgendwie gespeichert werden, weil der Computer ja schlecht Skizzen auf ein Blatt Papier zeichnen kann. Dafür ist es inzwischen gang und gäbe, verkettete Listen zu verwenden. Eine exemplarische Möglichkeit, so einen Syntaxbaum abzuspeichern, genauer eine grafische Darstellung davon, sehen Sie unten rechts. Und hier nochmal ein Ausschnitt des Papers von McCarthy von der letzten Folie. Genau diese sehr flexible Struktur der verketteten Liste schwebte ihm vor, um symbolische Ausdrücke im Computer zu repräsentieren. Wie man an dem Ausschnitt auch noch erkennen kann, sollten in seiner algebraischen Sprache die verketteten Listen durch Tupel im mathematischen Sinne dargestellt werden.
Ersetzt man noch die Kommata durch Leerzeichen, so kommt man auf die inzwischen gebräuchliche Lisp-Syntax für den Term, mit dem wir auf dieser Folie angefangen haben. Die herausragende Eigenschaft daran, die McCarthy vielleicht damals selbst noch nicht ganz klar war, ist, dass es eine direkte Entsprechung zwischen den verketteten Listen bzw. den Syntaxbäumen einerseits und den Ausdrücken von McCarthys Sprache andererseits gibt. Lisp-Programme sind quasi bereits ihre eigenen Syntaxbäume, die als Listen gespeichert werden. Und Lisp, daher auch der Name, ist von der Grundidee her eine Sprache, die gerade für das Verarbeiten solcher Listen gedacht war. Mit anderen Worten, mit Lisp-Programmen kann man unter anderem besonders einfach Lisp-Programme manipulieren. Lisp wird deshalb auch manchmal die programmierbare Programmiersprache genannt. Diese Eigenschaft, dass Programme einer Sprache als Datenstruktur eben dieser Sprache vorliegen, nennt man in der Informatik Homoikonizität, was wörtlich übersetzt so viel wie Selbstabbildbarkeit bedeutet. Echte Homoikonizität ist eine Eigenschaft, die auch über 60 Jahre nach McCarthys Pionierarbeit außer Lisp nur wenige andere Programmiersprachen haben. Sie ist der Grund dafür, dass Lisp sich besonders gut für Metaprogrammierung eignet. Dazu sage ich am Ende des Videos noch kurz was. Ironischerweise hatte McCarthy selbst die inzwischen übliche Lisp-Syntax nur als Zwischenschritt für die interne Darstellung vorgesehen. Wir sehen hier auf der linken Seite ein paar Beispiele für typische Lisp-Ausdrücke, die man S-Expressions, symbolische Ausdrücke, nennt. Rechts sieht man die Syntax, die McCarthy 1959 eigentlich vorschwebte. Man spricht von M-Expressions, das steht für Meta-Ausdrücke. Nebenbei sieht man auch, wie hier schon die sogenannten Lambda-Ausdrücke auftauchen, die in Lisp eine wichtige Rolle spielen. McCarthy hatte in Princeton Vorlesungen bei dem amerikanischen Mathematiker Alonzo Church gehört und Ideen aus dessen Lambda-Kalkül übernommen. Allerdings hat sich McCarthys Kind verselbstständigt und die Benutzer von Lisp bevorzugten die S-Expressions, was sich rückblickend als die richtige Wahl herausgestellt hat. Eine erweiterte Form von M-Expressions findet man heutzutage übrigens noch im Computeralgebrasystem Mathematica, das wir vorhin schon gesehen haben. Eine Konsequenz der speziellen Syntax von Lisp ist, dass Klammern die einzigen strukturierenden syntaktischen Zeichen sind und daher vergleichsweise häufig verwendet werden. Als jemand, der viele Jahre lang professionell in Lisp programmiert hat, kann ich Ihnen allerdings versichern, dass das in der Praxis kein Problem ist. Schon nach kurzer Eingewöhnungszeit nimmt man die Klammern eigentlich nicht mehr wahr und verlässt sich auf die Einrückung, für die ein guter Editor sorgt. Ich habe auch noch nie gehört, dass C- oder Java-Programmierer sich über die unzähligen geschwungenen und eckigen Klammern sowie Semikola beschwert haben, die in diesen Sprachen notwendig sind. Wenn es um Lisp geht, scheint es jedoch mancherorts zum guten Ton zu gehören, über die Klammern zu lästern. Fast immer kommen solche Äußerungen über oberflächliche Eigenschaften aber von Menschen, die noch nie ernsthaft in Lisp programmiert haben. Häufig haben solche Kritiker auch gar nicht verstanden, welche Vorteile die Lisp-Syntax hat. Exemplarisch habe ich hier mal ein zugegebenermaßen nicht ganz unlustiges Zitat von Larry Wall aus dem Jahr 1994 angeführt. Ironisch ist dabei, dass nach meiner Erfahrung so ziemlich niemand in der heutigen Studentengeneration mehr Larry Wall oder die Programmiersprache kennt, durch die er bekannt geworden ist. Und dass diese allgemein auch nicht gerade als Musterbeispiel für Eleganz und Klarheit gilt. Ich habe nicht vergessen, dass es in diesem Video eigentlich um Ableitungen gehen soll. Aber bevor es gleich losgeht, will ich noch kurz etwas zu den Listen in Lisp sagen, damit Sie das Folgende besser verstehen. Die einfachsten Bausteine für verkettete Listen sind die sogenannten Cons-Zellen. Das sind Paare von zwei Objekten oder Zeigern und das Wort Cons ist eine Abkürzung für Construction. Rechts sehen wir, wie man so eine Cons-Zelle durch einen Lisp-Befehl konstruieren würde und wie das Ergebnis dann aussieht. Die beiden Komponenten werden in der Darstellung durch einen Punkt getrennt. Aus historischen Gründen nennt man die linke Komponente K und die rechte Coder, geschrieben CDR, obwohl man in aktuellen Lisp-Varianten dafür auch die besser passenden Synonyme First und Rest verwenden kann. Eine Form der verketteten Liste, die besonders häufig vorkommt, sieht man hier. Die zweite Komponente ist jeweils ein Zeiger auf eine weitere Cons-Zelle, bis dann irgendwann der spezielle Wert nil kommt, der das Ende markiert und ungefähr dem Zeiger null in C-Programmen entspricht. Man kann das so eingeben wie hier, aber weil das so oft gebraucht wird, gibt es dafür eine Kurzform, in der keine Punkte mehr vorkommen. Das sind die Listen, die der Sprache Lisp ihren Namen gegeben haben. Lisp ist eine Abkürzung für List Processor. Die Regel für diese Kurzform ist, dass man den Punkt weglässt, wenn der Coder einer Cons-Zelle eine Liste ist. So, vielleicht sollten wir uns das jetzt mal ein bisschen in Aktion anschauen.
Ich bin hier in einem Lisp-System und was bei Lisp-Systemen üblich ist, ist, dass man in einer sogenannten Read-Eval-Print-Loop ist, die man auch manchmal liebevoll REPL nennt. Das bedeutet, man tippt irgendwas ein, das wird gelesen, read, dann ausgeführt, eval und dann wird das Ergebnis gleich angezeigt, print. Und Loop bedeutet, dass es immer so weitergeht. Man ist also in einer interaktiven Umgebung. Ganz simpel wäre sowas wie, ich gebe die Zahl 42 ein und bekomme die Zahl 42 wieder zurück. Das ist ziemlich langweilig. Wir können ja mal eine von den Sachen probieren, die wir eben gesehen haben. Ich baue mir eine Const-Zelle. Das heißt, ich schreibe jetzt Const 43 und Sie sehen, ich bekomme zurück eine Const-Zelle und zwar in der Schreibweise, die wir vorhin gesehen haben. Und jetzt kann ich sowas machen wie das, was wir auch auf der vorherigen Folie schon gesehen haben. Ich baue so eine Kette von Const-Zellen, die mit nil aufhört und dann bekomme ich das als Liste dargestellt. Und das hätte ich auch, das haben wir auch schon gesehen, mit diesem List-Befehl machen können. Dann bekomme ich eine Liste von 3 Elementen angezeigt. Und wir schauen uns auch nochmal K und Coda an. Ich kann mit dem Befehl K auf das erste Element dieser Liste zugreifen, dann bekomme ich die 5 zurück. Dafür kann man aber auch, wie ich schon sagte, first schreiben. Bekomme ich auch die 5 zurück. Oder ich kann stattdessen den Befehl Coda nehmen, dann bekomme ich den Rest der Liste zurück, also alles bis auf die 5 und dafür kann ich auch, weil man sich das vielleicht besser merken kann, rest schreiben, was das gleiche Ergebnis ist. Natürlich kann man mit Lisp nicht nur Listen erzeugen und mit denen arbeiten, sondern auch ganz normale Sachen machen, wie zum Beispiel rechnen. Ich kann zum Beispiel die Zahlen 6 und 7 mal nehmen. Und dann benutze ich diese Schreibweise, die wir eben auch schon gesehen haben. Das heißt, erst kommt die Operation, dann kommen die Operanden und das Ganze mit Klammern drumherum. Dies würde also bedeuten, rechne doch bitte 6 mal 7 für mich aus und hier ist das Ergebnis. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich so einen Ausdruck eingebe, so einen geklammerten Ausdruck, dann versucht Lisp den sofort auszuführen. Das ist der Eval-Teil und das bedeutet, dass der erste Teil, der hinter der Klammer kommt, also das hier, in diesem Fall das Malzeichen, als eine Funktion betrachtet wird, die ausgeführt werden soll. Manchmal möchte ich aber gar nicht diese Funktion direkt ausführen, sondern ich möchte nur den eigentlich gelisteten Ausdruck hier sehen. Dafür benutzt man in Lisp die Operation Quote. Das heißt, man schreibt jetzt Quote und dann diesen Ausdruck und dann bekommt man einfach den Ausdruck zurück. Und weil man das so oft braucht, gibt es eine Abkürzung für Quote. Man nimmt einfach dieses Zeichen hier und schreibt dann sowas wie mal 6, 7 und bekommt einfach die Liste zurück. Das heißt, die wird dann nicht evaluiert, sondern einfach zurückgegeben. So, also wir haben jetzt so ein bisschen vielleicht so ein Gefühl dafür, wie so ein Lisp-System funktioniert und wie das mit den Const-Zellen und den Listen gemeint ist. Jetzt noch eine weitere wichtige Zutat, die man für die symbolische Mathematik braucht, nämlich Symbole. Was passiert, wenn ich sowas wie foo eingebe? Dann bekomme ich, wie Sie rechts sehen, eine Fehlermeldung. Das System beschwert sich über eine ungebundene Variable. Wie ist das gemeint? Auch wenn ich einen Ausdruck wie foo eingebe, versucht das System diesen Ausdruck auszuwerten und wenn ich ein Symbol eingebe, was foo ist, dann ist das normalerweise an einen Wert gebunden. Das ist eigentlich wie in jeder anderen Programmiersprache auch, wo man einer Variable einen Wert zuordnet. Das kann ich jetzt auch machen. Ich kann diesem Ding einen Wert zuordnen. Und wenn ich jetzt foo eingebe, ich habe hier den Wert 13 zugeordnet, dann bekomme ich tatsächlich auch die 13 zurück. Also einerseits spielen Symbole die Rolle von Variablen, aber ich kann sie auch einfach als Symbole benutzen. Das heißt, auch wieder mit einem Quote davor bekomme ich einfach foo zurück. Und ich kann jetzt das System fragen, was ist das, was ich da sehe, was für ein Typ hat das? Und die Antwort ist, das ist ein Symbol. Genauso wie ich bei dem, was wir da vorhin hatten, fragen kann, was das hier ist. Und die Antwort ist, das ist ein Const, also eine Const-Zelle. Also Symbole spielen die weitere Rolle, die wir brauchen für das, was wir machen wollen. Weil wenn ich so eine Liste wie das hier habe, mal 3, 4, was bedeuten soll, 3 und 4 werden miteinander multipliziert, dann kann ich mir die erste Komponente davon anschauen. Das ist das Malzeichen. Und was ist das Malzeichen? Das ist auch nichts weiter als ein Symbol. Also solche Listen werden zusammengesetzt, zumindest in der Mathematik, aus Symbolen und Zahlen. 3 und 4 sind natürlich keine Symbole, sondern Zahlen. Das können wir uns vielleicht auch mal anschauen. Was ist das zweite Element von dieser Liste? Das wäre jetzt ja die 3. Das ist in diesem Fall ein Integer aus einem bestimmten Bereich. Was genau jetzt hier die Antwort ist, hängt vom jeweiligen Lisp-System ab, aber offensichtlich ist die 3 kein Symbol, sondern ist tatsächlich eine Zahl.
Vielleicht noch eine Bemerkung, falls Sie schon mal in anderen Sprachen programmiert haben, dann denken Sie jetzt, was redet ihr da groß über Symbole? Das sind doch einfach Zeichenketten, also das, was man in anderen Programmiersprachen als Strings bezeichnen würde. Das ist nicht das Gleiche. Strings gibt es auch in Lisp, die würde man so schreiben. Der wesentliche Unterschied, und das wäre auch in anderen Programmiersprachen so, ist, dass zwei Strings, in denen eigentlich das Gleiche steht, zwar gleich sind im Sinne von, sie beinhalten die gleiche Information, aber programmiertechnisch nicht identisch sind. Ob zwei Objekte identisch sind, kann man in Lisp mit dem Operator EQ testen für equal. Und wenn ich jetzt zwei Strings eingebe, dann bekomme ich als Antwort nil, was falsch bedeutet. Die beiden sind nicht identisch. Rein technisch heißt das, das sind zwei Objekte, die an unterschiedlichen Stellen im Speicher liegen. So wird das in den meisten Programmiersprachen sein. Sie können zwei Strings haben, in denen eigentlich das gleiche drin steht, die aber nicht identisch sind. Das ist bei Symbolen anders und das ist der wesentliche Unterschied. Symbole sind Einheiten, die man nicht als Ansammlung von Buchstaben sehen sollte wie Strings, sondern tatsächlich als Symbole, die nur für sich stehen. Und wenn ich zweimal das Symbol foo hinschreibe, dann kommt tatsächlich raus, dass die beiden identisch sind, was durch das T hier angedeutet werden soll, das für true steht. Jetzt kommen wir aber endlich zum Musterabgleich, von dem ich am Anfang sagte, dass er das Herzstück des symbolischen Ableitens ist. Das, was wir heute brauchen werden, lässt sich in Lisp mit einem guten Dutzend Codezeilen realisieren. Was Sie hier sehen, ist schon alles. Und die etwas helleren Zahlen am Ende sind nicht mal wirklich notwendig. Ich werde das Programm nicht weiter kommentieren, weil das ja kein Lisp-Kurs werden soll, aber Sie sollten zumindest mal einen Eindruck davon bekommen, wie einfach das alles ist. Zumindest wenn man die richtige Programmiersprache benutzt. Für die Zuschauer mit etwas Programmiererfahrung, der Musterabgleich wird dadurch realisiert, dass man rekursiv die Listenstrukturen herabsteigt. Und für die, die mehr Ahnung von Mathematik haben, was hier passiert, ist sowas Ähnliches wie Induktion über den Aufbau von Ausdrücken in der mathematischen Logik. Ich zeige Ihnen gleich, wie der Code verwendet wird. Vorher möchte ich aber noch auf dieses schöne Buch hier hinweisen, das nach meiner Meinung trotz seines Alters immer noch sehr lesenswert ist und das man kostenlos unter der angegebenen URL herunterladen kann. Es stammt von Peter Norvig, der inzwischen der Chef der Forschungsabteilung von Google ist, und man kann damit Lisp anhand interessanter Beispiele aus der klassischen KI-Forschung lernen. Der Lisp-Code in diesem Video basiert auf Ideen aus Norvigs Buch und dort finden Sie bei Interesse auch weitere Erläuterungen und den Quellcode für ein wesentlich clevereres Computeralgebra-System als das, was wir heute hier programmieren werden. Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch darauf eingehen, dass im Titel des Buchs der Name Common Lisp vorkommt. Lisp ist nicht eine Programmiersprache, sondern eine Familie von Programmiersprachen, so wie sich ja auch die Java- oder Python-Versionen von 1995 sehr deutlich von denen von heute unterscheiden. Die Lisp-Familie ist allerdings wesentlich weiter verzweigt als die der meisten anderen Sprachen. Lisp ist ja auch 35 Jahre älter als ein junger Hüpfer wie zum Beispiel Java. Wenn ich Ihnen in diesem Video Codebeispiele zeige, dann ist immer der Dialekt Common Lisp gemeint, der am häufigsten in professionellen Anwendungen verwendet ist. Andere noch aktiv eingesetzte Lisp-Dialekte, von denen Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, sind Scheme, Emacs Lisp und Clojure. Und es gibt auch Gründe, die recht neue Sprache Julia als einen Lisp-Dialekt zu bezeichnen. So, jetzt schauen wir uns aber an, was wir mit dem Code zum Musterabgleich machen können. Eigentlich gibt es nur eine interessante Funktion für uns und die heißt Match. Die bekommt zwei Argumente, Listen oder eigentlich Const-Zellen, und die schaut in erster Linie, ob die beiden gleich sind. Hier zum Beispiel habe ich zweimal die gleiche Listenstruktur und die Antwort ist true. Die beiden matchen, die sind gleich. Und wenn ich jetzt eine Kleinigkeit ändere, zum Beispiel hier aus der 4 eine 3 mache, dann ist die Antwort nil, die beiden matchen nicht. Und das kann ich auch mit wesentlich komplizierteren Strukturen machen. Das mache ich gleich mal, weil ich das brauchen werde. Mit solchen Dingen werden wir uns nachher beschäftigen, weil wir das ja differenzieren wollen. Hier habe ich wieder zweimal das gleiche. Antwort ist natürlich true. Und ich ändere eine Kleinigkeit, Antwort ist nil. Das an sich wäre jetzt noch nicht so wahnsinnig spannend. Das Interessante ist, dass ich jetzt Variablen ins Spiel bringen kann. Und zwar auf der linken Seite, das ist das Muster, das Pattern, gegen das gematcht wird. Da nehmen wir die Konvention, dass alle Symbole, die nur aus einem Buchstaben bestehen, Variablen für Stücke sind, die auf der anderen Seite stehen können. Das bedeutet jetzt also, das matcht dann, wenn das, was auf der rechten Seite steht, die gleiche Struktur hat wie das, was auf der linken Seite steht, wobei x irgendein Ausdruck sein kann. Wenn ich das jetzt mache, dann bekomme ich als Antwort zurück das Paar x und 43. Das bedeutet, die Variable x matcht die Zahl 43 auf der anderen Seite. Und dass ich überhaupt was zurückbekomme, bedeutet, dass es einen Match gab.
Und das, was dann auf der anderen Seite gematcht wird, kann auch komplizierter sein. Ich kann jetzt zum Beispiel hier auch sowas schreiben wie plus 3, 4 und bekomme diesen Match zurück. Lassen Sie sich davon nicht ins Boxhorn jagen, dass jetzt hier der Punkt fehlt. Das ist einfach nur wieder die abkürzende Schreibweise, die wir schon gesehen haben. Eigentlich ist damit gemeint x Punkt plus 3, 4. Das heißt, die Variable x wird gematcht durch diesen Ausdruck hier. Das wird halt in Kurzschreibweise ohne diesen Punkt dargestellt. Und natürlich kann auf der linken Seite auch was Komplizierteres stehen. Hier könnte jetzt zum Beispiel stehen, ich möchte hier sowas haben von der Form plus xy. Oder schreiben wir ruhig mal, dann machen wir es erstmal so. Dann würden Sie als Match rausbekommen, das geht, wenn x 3 ist und y 4. Und wenn ich die beiden jetzt hier vertausche, dann bekomme ich natürlich, das geht, wenn x 4 ist und y 3. Also so ist das Matchen gemeint. Und diese Listen, die wir hier zurückbekommen, die sind absichtlich in einer bestimmten Form gehalten, weil es nämlich eine fertige Funktion schon in Lisp gibt, die heißt sublisp. Das steht für substituieren, die folgendermaßen funktioniert. Wenn ich so eine Liste habe, wie zum Beispiel x.42 und ich habe eine andere Liste, in der das x ein oder mehrere Male vorkommt, dann bedeutet dieser Ausdruck, ersetze in dem zweiten Argument alle Vorkommen von dem x durch das, was hinter dem Punkt steht. Also zum Beispiel hier soll x durch 42 ersetzt werden. Ich bekomme also als Ergebnis das hier. Und ich kann hier auch mehrere Ausdrücke hinpacken. Ich kann hier also sagen, y möchte ich aber zum Beispiel durch 31 ersetzt haben und würde hier sowas schreiben wie y und x. Dann würde daraus werden 31, 42 durch Plus verknüpft. Also wir haben das Matchen, das ist unser Pattern-Matcher und wir haben die Möglichkeit, die gematchten Teile durch andere zu ersetzen. Substituieren. Und dieses Substituieren wird in dem Lisp-Code, den wir hier sehen, noch etwas verfeinert, indem, einfach gesagt, ein oder mehrere Substitutionsregeln rekursiv so lange angewendet werden, bis sich nichts mehr ändert. Bevor wir uns das gleich in Aktion anschauen, das sind wieder nur etwa 15 Zeilen Programmcode und das war's dann auch schon. Mehr werden wir heute nicht brauchen. Es fehlen lediglich noch die eigentlichen Substitutionsregeln für das Differenzieren. Aber erstmal probieren wir diesen Code hier aus. Die Funktion, um die es hier geht, heißt transform und die bekommt zwei Argumente. Das erste ist der Ausdruck, den wir transformieren wollen, zum Beispiel sowas wie plus a0. Und das zweite sind ein oder mehrere Regeln. Ich schreibe erstmal eine Regel hin und dann sehen wir, wie das gemeint ist. Diese Regeln sind für Pattern Matching gedacht. Diese Regel ist folgendermaßen gemeint: Wenn du einen Ausdruck der Form plus x0 findest, dann ersetze ihn durch den Ausdruck x. Das heißt, das ist ein Ausdruck, der die Form plus irgendwas 0 hat. X ist ja eine Variable, Sie entsinnen sich. Und dieser Ausdruck soll dann ersetzt werden durch das irgendwas, wofür das x steht. Das heißt, hier links haben wir den Ausdruck plus a0 und der wird ersetzt durch a, nach der Substitutionsregel, die wir da gesehen haben. Und diese Funktion transform, von der wir eben gerade den Code gesehen haben, funktioniert auch, wenn das sozusagen ein oder mehrere Ebenen tiefer stattfindet. Jetzt haben wir einen etwas komplizierteren Ausdruck, mal 1 plus a0 und da kommt im Inneren so etwas vor, was unserer Regel entspricht. Und wenn ich das ausführe, dann bekomme ich zurück mal 1a. Das heißt, der innere Ausdruck, der zweite Faktor des Produktes sozusagen, wurde ersetzt. Und wie ich schon sagte, können hier auch mehrere Regeln stehen. Dies war die erste Regel hier und ich füge jetzt noch eine weitere Regel hinzu. Die zweite Regel besagt, wenn ich einen Ausdruck der Form mal 1x habe, dann soll das ersetzt werden durch x. Also ich habe hier sozusagen zwei Vereinfachungsregeln. Die eine besagt, x plus 0 ist einfach x und die andere besagt, einmal x ist einfach x. Und wenn ich die jetzt beide auf diesen Ausdruck hier vorne anwende, dann bekomme ich als Ergebnis einfach a. Also was hier jetzt passiert ist, das Interessante daran ist, dass hier lediglich Ersetzungen durchgeführt werden. Wie gesagt, Pattern Matching, hier wird nicht gerechnet. Das System schaut sich den Ausdruck einmal a plus 0 an und wendet darauf bestimmte Substitutionsregeln an und es kommt darauf, dass das eigentlich nur a ist. Aber wie gesagt, ohne zu rechnen, indem einfach irgendwelche Rechenregeln angewendet werden. Wenn ich die Reihenfolge der Regeln vertausche, dann macht das in diesem Fall keinen Unterschied. Um zu verstehen, warum das keinen Unterschied macht, müssten Sie sich, wenn Sie an genaueren Details interessiert sind, nochmal den Code anschauen, den wir auf der vorherigen Folie gesehen haben. Jetzt zeige ich vielleicht noch mal ein etwas komplizierteres Beispiel, um zu sehen, was man mit solchen Substitutionen alles machen kann. Nehmen wir hier mal den folgenden Ausdruck. Vielleicht ändere ich das hier noch durch plus a0.
Wenn wir uns das jetzt als Menschen, die rechnen können, anschauen, dann sehen wir, hier wird eigentlich ausgerechnet a plus 0 ist einfach a, dann nochmal a dazu ist a plus a, mal 1 ändert nichts, also haben wir hier a plus a stehen. Dabei haben wir im Geiste eine ganze Reihe von Rechenregeln ausgeführt, die aber eigentlich nur Vereinfachungsregeln sind. Und diese Regeln, die schreibe ich jetzt alle mal hin. Die erste Regel ist, einmal irgendwas ist einfach dieses irgendwas wieder. Die zweite Rechenregel ist, x plus 0 ist einfach x. Also mit anderen Worten, diese beiden Regeln besagen, 1 ist das neutrale Element der Multiplikation, 0 ist das neutrale Element der Addition. Und dann füge ich noch eine weitere Regel hinzu, die besagt, y plus y, dafür kann man auch 2 mal y schreiben. Jetzt müssen wir einfach alle Klammern wieder zumachen und lassen mal dieses Regelwerk aus 3 Regeln auf den Ausdruck los. Und wir bekommen als Antwort tatsächlich, das ist 2 mal a. Ich weise nochmal darauf hin, und das werde ich sicher noch öfter sagen in diesem Video, es wurde nicht gerechnet, es findet nur ein Musterabgleich statt. Was passiert, wenn ich überhaupt keine Regeln angebe, also eine leere Liste von Regeln hier anwende auf diesen Ausdruck? Dann kommt natürlich einfach der Ausdruck zurück, das haben Sie sich jetzt schon gedacht. Eine Sache, die vielleicht nicht klar ist, wenn Sie sich den Code auf der vorherigen Folie nicht genau angeschaut haben, ist die folgende. Was passiert, wenn ich a durch 1 ersetze? Dann kommt hier 2 raus. Hier wurde jetzt tatsächlich keine Regel angewendet, sondern ich habe noch eine Kleinigkeit in dieses Musterabgleichssystem eingebaut. Wenn ich es mit einem Ausdruck zu tun habe, in dem nur noch Rechenzeichen und Zahlen vorkommen, so wie hier, dann lasse ich das tatsächlich einfach von Lisp ausrechnen. Das ist das Gleiche, was auch passieren würde, wenn ich hier einfach diesen Ausdruck ohne das Quotezeichen davor hinschreiben würde. Dann würde Lisp den ja auch einfach evaluieren und es würde 2 rauskommen. Das ist eine ganz simple Vereinfachung dieser Transformationsregeln, die wir selten anwenden werden, die aber natürlich nahe liegt, wenn ich Mathematik betreibe. Und nun endlich zu den Ableitungsregeln. Wir brauchen eigentlich nur diese 5 Zeilen. Die Zeilen mit einem Semikolon davor sind Kommentarzeilen. Für die Ableitung eines Ausdrucks nach der Variablen x vereinbaren wir die Schreibweise d Ausdruck x. Also sowas wie das hier zum Beispiel. D steht für Derivative, also für Ableitung. Das ist der Ausdruck, der abgeleitet werden soll. Das ist die Variable, nach der abgeleitet wird. Die erste Regel, also die hier mit dem Kommentar dazu, besagt einfach, dass die Ableitung von x nach x natürlich 1 ist. Die zweite Regel ist die Linearität des Ableitens, die besagt, dass man addieren und differenzieren vertauschen kann. Die dritte ist die Produktregel, die auch Leibniz-Regel genannt wird, und die vierte ist die Regel für den Kehrwert. Lediglich die letzte Regel mag etwas ungewohnt sein. In unserem Kontext besagt sie, dass keine der vorherigen Regeln anwendbar war und wir daher davon ausgehen, dass u nicht von x abhängt, also konstant ist. Darum ist die Ableitung dann 0. Sie können ja mal kurz das Video anhalten und sich von der Korrektheit der Regeln überzeugen. Außerdem fehlt auch noch eine Regel. Sehen Sie, welche das ist? Wir probieren diese Regeln aber jetzt erstmal aus. Dafür benutzen wir wieder unsere Funktion transform und geben hier etwas ein. Zum Beispiel wollen wir x nach x ableiten. Und als Regel nehmen wir das, was wir da eben auch stehen hatten. Und hier kommt natürlich 1 raus, denn genau das hatten wir dem System ja auch vorgeschrieben. Und was passiert, wenn wir jetzt nach einer anderen Variable ableiten? Wir wollen den Ausdruck x nach der Variablen w ableiten. Dann bekommen wir natürlich 0 raus. Das ist die letzte Regel, die wir auf der Folie gesehen haben. Jetzt ein bisschen was Komplizierteres. Was passiert, wenn ich so einen Ausdruck wie x plus x nach x ableite? Die Antwort ist natürlich 2. Was passiert, wenn ich 2 mal x nach x ableite? Das ist jetzt vielleicht etwas überraschend. Das, was hier rauskommt, ist richtig und Sie können sich ja erstmal überlegen, wie dieser Ausdruck zustande gekommen ist, welche Regeln angewendet wurden. Und wir können uns auch vielleicht erstmal, das sollten wir vielleicht als allererstes tun, überlegen, ob das wirklich stimmt, was hier steht. Hier steht innen drin 0 mal x und das ist 0 und zu dieser 0 wird 2 addiert, das heißt hier kommt 2 raus, was ja auch die richtige Antwort ist. Was vielleicht so ein bisschen enttäuschend ist, da reden wir gleich noch drüber, ist, dass der Ausdruck so kompliziert ausgegeben wird. Aber denken Sie daran, was wir hier eigentlich machen. Wir wenden ja bisher nur irgendwelche ganz einfachen Regeln an. Entscheidend ist erstmal, das Ergebnis ist tatsächlich richtig. Was wir auch noch ausprobieren können, wir probieren noch ein paar Dinge aus, wäre, was ist die Ableitung von x², also von x mal x. Auch hier ist es so, dass die Antwort richtig ist, aber vielleicht nicht so richtig super befriedigend bisher. Hier steht nämlich 1 mal x, das ist x. Hier steht x mal 1, das ist x und die beiden werden addiert, ist 2 mal x und das ist ja auch die richtige Antwort. Was könnte man noch machen? Wir könnten uns den Kehrwert von x ableiten lassen. Das ist die Kurzschreibweise für 1 durch x in Lisp.
Und auch hier, obwohl es vielleicht ein bisschen zu kompliziert aussieht, haben wir die richtige Antwort bekommen. Hier steht nämlich 1 geteilt durch x mal x, also 1 durch x Quadrat mit einem Minus davor. Und das ist ja auch die richtige Antwort, minus 1 durch x Quadrat. Was fällt uns denn noch so ein? Ich zeige Ihnen mal was, wo es nicht klappt. X minus y. Da ist die Antwort 0. Denken Sie mal kurz selbst nach, warum die Antwort hier 0 ist. Das liegt daran, dass das Minuszeichen in unseren Regeln bisher gar nicht vorgekommen ist. Wir können das aber beheben, indem wir für x minus y das folgende schreiben. Das ist das gleiche wie x plus die Zahl minus 1 mal y. Da werden Sie jetzt vielleicht sagen, hier kommt doch auch ein Minus vor, aber dieses Minus ist Teil der Zahl. Das kann das Lisp-System so lesen. Und wir haben jetzt hier halt y mit minus 1 mal genommen. Das ist das gleiche wie minus y. Also steht hier eigentlich x plus minus y. Das wiederum ist das gleiche wie x minus y. Und das wird jetzt richtig abgeleitet, obwohl das auch wieder erstmal gelesen werden will. Hier steht 0 mal y, das ist 0, plus 0 bleibt 0, plus 1 ist 1 und die Antwort ist natürlich auch 1, wenn ich x minus y ableite nach x, weil ja das y keine Rolle spielt. Vielleicht noch eine ähnliche Sache, wo das Ergebnis auch zunächst mal falsch ist, wir das aber richtig machen können. Was wäre denn zum Beispiel die Antwort bei 2 geteilt durch x? Das müsste doch zweimal so viel wie das hier oben sein. Aber ich bekomme wieder 0 raus. Wenn Sie eine Folie zurückgehen, werden Sie sehen, dass wir auch für so einen Ausdruck gar keine Regel angegeben haben. Also kann unser Musterabgleich das gar nicht erkennen. Aber auch das können wir in Ordnung bringen, wenn wir das etwas anders hinschreiben. Dividieren ist ja mit dem Kehrwert mal nehmen. Das heißt, statt 2 geteilt durch x kann ich auch schreiben 2 mal der Kehrwert von x. Das ist wieder etwas, was unser System erkennen müsste. Und tatsächlich kommt jetzt hier auch das Richtige raus, nur es wird nach und nach immer schwerer, das zu entziffern, was hier rauskommt. Aber wenn Sie mal genau hinschauen, hier oben diesen Ausdruck, den erkennen Sie hier wieder und das Ganze wird nur noch mit 2 mal genommen und dies hier vorne ist ja 0, darum spielt das keine Rolle. Also kommt hier auch wieder das Richtige raus. Ich sagte ja auf der vorherigen Folie schon, dass da noch was fehlt. Was noch fehlt, sind Regeln für Funktionen wie den Sinus, die Exponentialfunktion, Logarithmus und so weiter. Die müssten so aussehen wie diese hier. Dabei haben wir bereits bedacht, dass der Term u, der jeweils als Argument auftaucht, ja auch eine Funktion von x sein kann, sodass wir immer das bekannte Muster äußere Ableitung mal innere Ableitung haben. Und das ist natürlich die Kettenregel. Dafür füge ich hier noch 4 Zeilen hinzu. Weil es mich als Programmierer wurmt, 4 sehr ähnliche Zeilen aufzuschreiben, habe ich das in eine Funktion ausgelagert, auch wenn es dadurch mehr Zeilen als vorher werden. So könnte man aber ohne weiteren Aufwand zum Beispiel noch die Arcus-Funktion hinzufügen. Man muss lediglich aufpassen, dass die Regel, die vorhin die letzte war, die letzte bleibt. Das passiert hier unten, wo ich alle Regeln zusammengefasst habe. Als Ableitung soll nämlich erst dann 0 herauskommen, wenn keine der anderen Regeln anwendbar ist. So, das können wir gleich nochmal ausprobieren. Das heißt, wir können jetzt auch kompliziertere Funktionen eingeben. Nehmen wir doch sowas wie die Ableitung von 3 mal Exponentialfunktion von Sinus von x, abgeleitet nach x. Und wir wenden jetzt nicht die simplen, sondern die umfangreichen Ableitungsregeln an, die wir eben gerade gesehen haben. Und die Antwort ist dieses Ding hier, dieser Apparat. Und auch hier ist es wieder so, wenn Sie nachrechnen wollen, dass das tatsächlich richtig ist. Hier vorne steht etwas, wo der Faktor 0 vorkommt, also spielt das keine Rolle. Und hier haben wir stehen 3 mal e hoch Sinus x mal Cosinus x mal 1. Das mal 1 spielt wieder keine Rolle. Und das ist tatsächlich korrekt, können Sie ja mal nachrechnen. Ich kann Ihnen aber nicht verdenken, wenn Sie an dieser Stelle etwas enttäuscht sind, weil die Ergebnisse nicht schön aussehen, wie Sie es vielleicht von Computeralgebrasystemen wie Mathematica oder von modernen Taschenrechnern kennen, von denen ja auch einige bereits differenzieren können. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir eigentlich fertig sind. Wir können tatsächlich mit dem Code, den wir bisher geschrieben haben, jede elementare Funktion korrekt ableiten. Alles, was jetzt noch kommt in diesem Video, ist quasi eine Zugabe und dient lediglich der Schönheit oder der Bequemlichkeit. Dazu fügen wir ein paar weitere Regeln hinzu. Diese Regeln hier, die Input Rules, sollen vor dem Differenzieren ausgeführt werden. Die ersten beiden Regeln sind quasi die Assoziativitätsgesetze für das Addieren und das Multiplizieren. Sie werden uns ermöglichen, mehr als 2 Summanden hinter einem Pluszeichen bzw. mehr als 2 Faktoren hinter einem Malzeichen einzugeben. Danach hier
folgen Ersetzungen, die uns eine natürliche Eingabe von Differenzen und Quotienten erlauben. Das ist genau das, was wir eben in den Beispielen von Hand gemacht haben. Und dann folgen allgemeine Potenzen, die wir auf die Exponentialfunktion zurückführen. Das passiert hier, so wie es ja auch in der Mathevorlesung definiert wird. Und es gibt noch Logarithmen zu beliebigen Basen und Abkürzungen für die Quadratwurzel und den Tangens. Nach wie vor geht es aber immer noch nur um Musterabgleich und es wird nicht gerechnet. Es werden nur Muster abgeglichen. Und hier noch ein paar Regeln, die dann nach dem Differenzieren angewendet werden sollen. Wie Sie sehen, handelt es sich um ganz simple Vereinfachungen, die wir teilweise auch schon vorhin live im System ausprobiert haben. Hier oben geht es zum Beispiel wieder los damit, dass die 0 das neutrale Element der Addition ist, die 1 ist das neutrale Element der Multiplikation. Hier steht, wenn ich mit 0 etwas mal nehme, kommt wieder 0 raus. Hier steht, dass man x durch x kürzen kann, dass man dafür einfach 1 schreiben kann und noch so ein paar einfache Regeln. Und am Ende schreiben wir eine Funktion, die uns so ein bisschen Tipparbeit abnehmen soll. Die habe ich einfach doIt genannt. Da werden diese 3 Transformationen einfach der Reihe nach nacheinander ausgeführt. Erst werden die Input-Regeln angewendet, dann kommen die eigentlichen Regeln zum Ableiten und dann kommen diese Vereinfachungsregeln, die hier stehen. So, und das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Also unsere Funktion heißt doIt und da können wir jetzt sowas machen wie leite mir doch mal Exponentialfunktion von Cosinus x ab. Abgeleitet nach x natürlich. Und Sie sehen, das stimmt jetzt tatsächlich und das ist jetzt auch deutlich schöner, als es vorher war. Das ist zumindest in Lisp-Schreibweise nicht viel kürzer hinzubekommen. Vorne steht Exponentialfunktion von Cosinus von x, hinten steht der Faktor minus Sinus x und die beiden werden miteinander mal genommen. Oder ich kann sowas nehmen wie Sinus von 3 mal x, das heißt, hier brauche ich dann zweimal die Kettenregel, weil das noch weiter verschachtelt ist. Und auch das ist ein ganz hübscher Ausdruck, der hier rauskommt. Hier steht ein Produkt von 3 Faktoren. Der erste Faktor ist Exponentialfunktion von Sinus von 3 mal x, der zweite Faktor ist Cosinus von 3 mal x und der dritte Faktor ist 3. Das könnte man jetzt vielleicht aus ästhetischen Gründen noch anders anordnen, die 3 als ersten Faktor, aber grundsätzlich ist das erstmal richtig. Noch ein paar Beispiele. Ich nehme den Logarithmus von der Quadratwurzel von x. Das nach x ableiten, dann bekomme ich 1/2 mal 1 durch x, was auch richtig ist, können Sie ja mal nachrechnen. Und das sieht auch wirklich ganz schön aus. Und jetzt vielleicht noch 2 Beispiele, um Ihnen zu zeigen, dass doch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich habe nämlich bisher extra die Sachen genommen, bei denen es gut läuft. Wir leiten mal die Quadratwurzel ab. Das ist auch richtig, was da rauskommt. Dies hier vorne ist die Lisp-Schreibweise für den Ausdruck x hoch 1/2. Das ist der Faktor 1/2 und dies ist die Schreibweise für den Faktor 1 durch x. Weil wenn Sie jetzt ein Mensch wären, dann würden Sie sagen, Mensch, das kann man doch noch vereinfachen. Hier steht x hoch 1/2 und hier steht x hoch minus 1. Das beides zusammen ist natürlich x hoch minus 1/2. Und das sollte man doch eigentlich tun, aber dafür haben wir dem System ja bisher keine Regel gegeben. Das heißt, wir bekommen so einen halbfertigen Ausdruck zurückgeliefert. Nochmal, ich betone, der Ausdruck ist richtig, aber er ist uns eventuell nicht einfach, nicht schön genug. Und letztes Beispiel, an dem man auch so ein Phänomen sieht. Ich gebe ganz simpel einfach ein x² und bekomme als Ergebnis auch wieder etwas, von dem wir als Menschen sofort sehen, das kann man doch einfacher schreiben. Da steht nämlich x² mal 2 mal 1 durch x. Wenn man die 2 nach vorne zieht, dann hat man da stehen x hoch 2 mal x hoch minus 1 und dann würde nach Kürzen rauskommen 2 mal x, was ja auch das ist, was wir haben wollen. Auch hier ist es wieder so, das Ergebnis ist richtig, aber irgendwie nicht so schön, wie es sein könnte. Also wie Sie sehen, sind die Ergebnisse immer noch nicht ganz befriedigend und weit von dem entfernt, was ein System wie Mathematica kann. Aber hoffentlich ist klar geworden, dass das Differenzieren wirklich der einfachste Teil der Übung war. Darum sollte es in dem Video ja eigentlich gehen. Was schwierig ist, ist das Vereinfachen von Ausdrücken. Abgesehen davon, dass, wie man an den Beispielen auf dieser Folie sieht, gar nicht immer klar ist, was einfacher ist, weil das vom Kontext abhängt, ist im gewissen Sinne das geschickte Umformen von Ausdrücken ein wesentlicher Teil der Arbeit in der Algebra. Wenn man das mit ein paar Programmzeilen perfekt erledigen könnte, dann gäbe es wohl schon keine Mathematiker mehr. Aber wie gesagt, viel mehr dazu in dem vorhin erwähnten Buch und natürlich auch in anderen Büchern zur Computeralgebra. Damit das Video aber nicht so ganz unbefriedigend endet, zeige ich zum Schluss noch, wie sich unsere kleine Funktion in Lisp für die Metaprogrammierung einsetzen lässt. Dafür schreiben wir ein sogenanntes Makro.
Ein Makro sieht im Prinzip aus wie eine normale Lisp-Funktion. Der wesentliche Unterschied ist, dass Makros ausgeführt werden, bevor der Compiler Funktionen kompiliert und dass ihr Job die Modifikation des Quellcodes anderer Funktionen ist. Wir werden gleich sehen, wie das gemeint ist. Ich schreibe jetzt mal ein Makro, da schreibe ich def-makro dafür, das nenne ich diff, das bekommt einen Ausdruck, Expression und eine Variable und das macht genau das, was wir eben die ganze Zeit schon gemacht haben. Das ruft die Funktion doIt auf und baut sich so einen Ausdruck zusammen, der nichts weiter bedeutet als leitet diesen Ausdruck Expression nach der Variablen var ab. Das ist eigentlich schon alles. Machen Sie jetzt mal über die Warnung, die Sie hier sehen, keine Gedanken. Das hat mit Dingen zu tun, die ich vorher beim Vorbereiten dieses Videos gemacht habe. Und jetzt definieren wir eine Funktion. Das ist jetzt eine normale Funktion und kein Makro, die nenne ich einfach f. Und diese Funktion soll berechnen die Ableitungsfunktion von x hoch 3 durch 3. Dafür nehmen wir unser Makro. Das heißt, ich setze hier jetzt ein diff von x hoch 3 durch 3. Abgeleitet nach x. Dazu zwei Dinge. Erstmal rechnen wir die Ableitung im Kopf aus. Die Ableitung von x hoch 3 durch 3 ist natürlich x². Und das zweite, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ein normales Lisp-System kennt diese Schreibweise für Potenzen gar nicht. Diese Schreibweise für Potenzen habe ich in unseren Eingaberegeln eingeführt und normalerweise kann Lisp damit nichts anfangen. Jetzt schauen wir uns zuerst mal an, was diese Funktion f macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe f von 2, dann kommt tatsächlich 4 raus und wir können vielleicht noch mal einen etwas größeren Test laufen lassen. Ich wende mal diese Funktion an auf die Werte von 1 bis 10 und tatsächlich kommen die ganzen Quadrate raus. Es sieht also tatsächlich so aus, als würde f das Quadrat von seinem Argument ausrechnen und das ist ja auch das, was wir da oben haben wollten. Und wenn Sie das jetzt wirklich überprüfen wollen, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber da können Sie in einem Lisp-System sagen, lieber Compiler, was hast du eigentlich für einen Code erzeugt für die Funktion f? Und dann wird er Ihnen das zeigen und Sie werden sehen, wenn Sie Assembler-Code lesen können, dass hier tatsächlich nichts weiter gemacht wird, als dass x² ausgerechnet wird. In dieser Funktion werden keine Pattern-Matching-Techniken mehr angewendet, sondern es wird einfach nur noch die Ableitung von dem ausgerechnet, was wir da eben eingegeben haben. Ich zeige den Vorgang hier nochmal schematisch. Oben sehen wir das, was wir eingetippt haben. Unten steht das, was der Compiler zu sehen bekommt. Unser Makro diff hat den eingegebenen Code analysiert und daraus vor dem Kompilieren anderen Code gemacht. Das heißt, das, was eigentlich passiert ist, wäre das gleiche gewesen, als hätten wir das hier unten eingegeben. Wir haben aber stattdessen das hier eingegeben und das Makro hat den Code transformiert und daraus diesen Code gemacht, den dann der Compiler kompiliert hat. Ich persönlich finde dieses Feature von Lisp immer wieder sehr beeindruckend und sollten Sie schon mal mit den sogenannten Makros eines C-Präprozessors gearbeitet haben, dann ist Ihnen hoffentlich durch dieses Video klar geworden, dass das hier eine ganz andere Qualität hat. Und vielleicht hat das Video Sie ja auch dazu verleitet, sich ein bisschen mehr mit Lisp zu beschäftigen.